Du willst auf Verdansk endlich den ersten Sieg einholen oder grundsätzlich mehr gewinnen? Ihr fragt euch, wie Streamer bzw. YouTuber das so regelmäßig schaffen und wie die so erfolgreich sein können. Ihr denkt, das liegt daran, dass das ja Vollzeit-Streamer sind und dass das deren Job ist. Warum das eine falsche Annahme ist und wie ihr mehr Siege einholt und einfach erfolgreicher werdet, das erfahrt ihr in diesem Video. Im heutigen Video geht es also darum, wie du als Normalo, also als jemand mit Vollzeitjob, es schafft, aus der geringen Zeit, die man zum Zocken hat, das Beste rauszuholen und mehr Siege zu erzielen. Es liegt nämlich viel weniger am Aim-Movement, wie die meisten denken. Es liegt viel mehr an der richtigen Positionierung, an der Game Sense und am Situationsbewusstsein. Und an kleinen Tricks wie das Fahrzeug richtig nutzen. Also, let's go! Okay, let's go! Im heutigen Video geht es also darum, wie man sowohl natürlich als Solo als auch Duo oder grundsätzlich als Squad mehr Siege erzielen kann. Und wir springen direkt rein. Wir sehen schon, ich öffne die Karte, habe hier ein LTV markiert und schaue mir auch immer so ein bisschen an, wo sind Shops, beziehungsweise noch viel wichtiger, wo sind Aufträge. Und viele von euch, wie ich auch selber, kommen ja von Wiederauferstehung, also Battle Royale etwas weniger gespielt. Und hier geht es einfach darum, in Battle Royale zu verstehen, dass alles langsamer ist, dass man eine höhere Time to Kill hat, man hat weniger Platten, alles hat sich ein bisschen geändert, alles ist ja ein Stück weit langsamer, man geht auch schneller down. Das resultiert alles darin, dass man deutlich taktischer spielen muss. Und auch Thema Kills, man holt hier viel weniger Kills natürlich als auf Rebirth, allein schon durch die Tatsache, dass die Leute nicht ständig wiederkommen können, sondern nach dem Gulag dann im Prinzip auch down sind. Mein Mate, der 60, wurde hier aus der Luft geschossen. Ich glaube, er war sogar kurz AFK. Ist uns allen schon passiert. Aber erster Tipp, landet auf dem Fahrzeug, beziehungsweise im Optimum teilt ihr euch, wenn ihr zu mehreren seid, auf. Einer landet auf dem Fahrzeug, am besten ein LTV. LTV ist aus meiner Sicht aktuell das stärkste Fahrzeug. Und der andere landet schon mal auf einem Auftrag, wie hier ein Recon, beziehungsweise ist ja im Grunde ein Bounty-Auftrag. Also wenn ich den jetzt nehme, dann wird mir auf der Karte oben angezeigt, ein gegnerisches Team, und jetzt ist das Ziel, dieses zu eliminieren. Wenn wir das schaffen, kriegen wir eine Belohnung in Form von Geld. Warum ist das so wichtig, Aufträge anzunehmen? Was ist das, was ich immer sage, und das ist jetzt unabhängig von Rebirth oder Battle Royale Verdansk, richtig? Wir wollen ja möglichst schnell an Geld kommen. Geld ist aber hier noch Mangelware. Also man findet bei weitem nicht so viel Geld, wie man es jetzt bräuchte oder wie man es vielleicht gewohnt ist aus Season 2, Season 1. Das bedeutet, man braucht die Aufträge, um schnell an Geld zu kommen. So, unser Ziel ist es aber jetzt ja besonders nicht, das gegnerische Bounty zu pushen. Erstmal sind die da auf der anderen Uferseite und ich bin noch nicht gut genug ausgerüstet, zumal mein Mate 60 ja gerade erst Gulag gewonnen hat, jetzt wiederkommt, macht also keinen Sinn. Aber es kann ja immer sein, dass die in einen anderen Fight geraten und dadurch erledigt werden, und dann kassieren wir trotzdem das Geld. Also nehmt diese Aufträge unbedingt an. Wir sehen jetzt hier auf der Minimap oben einen Meistgesucht-Auftrag, der mir auch bewusst ist, aber mein Mate sagt mir in dem Moment an, komm, er ist ja gerade in der Luft aus Gulag zurückgekommen, lass auf Prison gehen, da ist ein meistgesuchter Auftrag, den können wir vielleicht ziehen. Er war da noch der Meinung, dass da keiner ist, und den dann machen, und dann hätten wir auf jeden Fall genug Geld fürs Lodi. Also unsere erste Priorität ist immer Fahrzeug und Aufträge, und ihr seht schon, er trifft jetzt eine Entscheidung, beziehungsweise schlägt sich vor, und ich kann sie ja mitgehen, weil ich mittels LTV möglichst schnell dahin komme. Es ist einfach ein unfassbar großer Vorteil, so ein Fahrzeug zu haben. Es ist dort aber ein Team, deswegen entscheiden wir uns jetzt um und machen doch einen Rückzieher. Und ich nutze wieder mein LTV einfach dazu, um schnell von A nach B zu kommen. Man hat eine gute Deckung, man kann aussteigen auf einem offenen Feld, hat eine gute Deckung. Ich sehe hier den meistgesuchten Auftrag auf dem Dach. 60 hat sich oben auf Prison den Heli geholt und versucht jetzt auch mit dem Heli Druck zu machen. Das ist also jetzt unser aktuelles Ziel, diesen meistgesuchten Auftrag da zu erledigen. Ich gebe ihm dort Deckung, kann ihm helfen. Und das ist jetzt erstmal das Ziel. Also, merkt euch das. Erster wichtiger Tipp, den ich hier mitgeben will für Verdansk, beziehungsweise es gilt immer, ihr wollt Geld,
Und mit dem Geld könnt ihr euch einen Lodi kaufen und mit dem Lodi, je schneller ihr da rankommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Vorteil habt. Ich habe ihn jetzt hier gehört und stelle mich natürlich in Deckung, gehe jetzt aber aus der Deckung raus, weil ich ihm ja gute First Shots gehittet habe. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Tipp, immer die First Shots hitten. Du bist oder du gewinnst den Zweikampf zu 95%, wenn du die First Shots hittest. Das war hier auch schön der Fall. Jetzt haben wir noch den zweiten Kollegen von ihm. Man hat das gerade gehört. Er hat oben gesagt, ich mache C4 scharf. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen auf Sixi zu warten. Einfach, dass man dann die 2 gegen 1 Situation auch gut ausspielt für den Fall, dass ich jetzt geholt werde, dass er einen Repeat machen kann. Ich bin aber extrem vorsichtig, weil ich habe ihn ja dieses C4 legen hören. Und da ist es auch, sag's an, er schießt es kaputt. Aber grundsätzlich können wir da nicht viel machen. Er campt da oben, ich werfe da meine Gasgranate rein. Das ist auch ein Thema. Nehmt immer alle möglichen, auch wenn ihr euer Lodi noch nicht habt, taktischen Ausrüstungen mit, die ihr findet. Gasgranaten können einem immer helfen. Ich habe noch ein Messer dabei und entwickelt ein Bewusstsein dafür, dass ihr es auch dabei habt. Ja, und ihr müsst das da auch lernen, dann in etwas stressigen Situationen sich daran zu erinnern und das dann auch einzusetzen. Auch hier kommt der LTV wieder ins Spiel. Wir haben gemerkt, wir können da gegen ihn oben jetzt nicht viel ausrichten, ohne ein zu großes Risiko einzugehen. Und ich dachte, ich kann durch den Zaun hier fahren. Ging nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt auch wieder relativ schnell einfach zum nächsten Auftrag aufgrund unseres LTVs. Ein kleiner Extra-Tipp ist natürlich, dass man auch vielleicht C4 oder Minen in den LTV setzt. Dazu kannst du zum Beispiel den Sitzplatz switchen und wenn du den Sitzplatz switcht, also als Beifahrer sozusagen, kannst du auch im LTV Smokes werfen, beziehungsweise eine taktische Ausrüstung nutzen und da auch Minen reinlegen oder C4. Für den Fall, das passiert nämlich auch schon mal häufiger, dass man irgendwie in einem Fight ist, aussteigt und das Team einen dann das Fahrzeug klauen will, um damit abzuhauen. Ist also ein kleiner gemeiner Trick, aber auf Thema Fahrzeug komme ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sprechen. Ich habe hier wieder einen Sprung gemacht. Wir sehen hier auch ein schönes Beispiel, wie man wieder nutzen kann, das Fahrzeug. Wir wussten, dass es ein Solo ist und man kann dieses Fahrzeug, das machen wir auch im Häuserkampf schon mal so, dass einer von uns um das Haus herumfährt, während der andere dann aussteigt und dann versucht so zu pushen oder ja, ich versuche den dann mit dem Fahrzeug, oder in dem Fall hat man es gesehen, Sixi hat den mit dem Fahrzeug getrieben, also in eine Richtung getrieben, so wie ein Schäfer das mit Schafen macht. Und er ist mir da so ein bisschen ins Visier gelaufen und dadurch konnte ich ihn gut anschießen und wir konnten ihn dann gemeinsam holen. Er hat dann einen Fehler gemacht, dass er das Fahrzeug ins Wasser gesetzt hat, aber gut, das passiert. Aber man sieht, in der Runde geht dieser Plan leider nicht so gut auf, das passiert halt auch. Das heißt aber nicht, dass aus der Runde nicht doch noch was Gutes werden kann, weil wir haben zweimal einen Kopfgeldauftrag angenommen, zweimal sind wir selbst nicht effektiv gepusht, um diesen ja zu holen. Aber es hat sich auch nicht jemand anderes für uns das Ganze erledigt. Deswegen sind wir jetzt hier zum Shop gegangen, haben uns erstmal noch ein paar Platten geholt und warten jetzt auf unsere reguläre Ausrüstung, die wir jetzt hier auch mitnehmen. Was ich euch also auch noch als Tipp nebenbei gesagt in dem Zusammenhang mitgeben möchte, findet so ein bisschen ein Gefühl für den Bodenloot. Es gibt Waffen wie die Saug und auch die K98, Gold jeweils oder auch Pink, die natürlich stark sind. Damit kann man durchaus spielen, auch ohne Lodi. Es gibt aber auch Waffen wie zum Beispiel die graue PPSH, ja, oder ja, graue C9 geht noch, aber grundsätzlich grau wisst ihr ja, ist nicht empfehlenswert. Es geht ja, glaube ich, von grau, grün, blau bis hin zu Gold. Genau, versucht auf jeden Fall, auch bei goldenen Waffen gibt es bessere und schlechtere Waffen, so ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Kann ich damit jetzt Fights eingehen oder nicht, weil es ist durchaus sinnvoll, und das sagen wir ja immer, spielt um euer Leben in Battle Royale, ganz anders als auf Wiederauferstehung, Fights nicht einzugehen, aufgrund der Tatsache, dass man keine guten Waffen hat, ne? Also ihn hier zum Beispiel nochmal zu pieken in der Situation von mir, ist ein bisschen risky. So, jetzt kann ich ihn knocken, aber auch das ist wieder so ein Thema, ja, die haben da oben einfach eine gute Position, ich kann ihn knocken, sein Mate kann ihn wiederholen. Somit macht es eigentlich keinen Sinn, diesen Fight jetzt weiter einzugehen. Was wir jetzt versuchen, ist einfach noch mehr zu looten. Wir haben keine Platten und wir haben auch noch nicht so richtig Geld. Wir haben keine Drohne. Also es geht, wir haben zwar jetzt unser Lodi, aber was ist der zweite Schritt, wenn man den Lodi hat? Natürlich, man versucht Informationen zu kriegen. Wir sehen hier, ich habe hier auch dieses Handradar mitgenommen, um so vielleicht Leute ausfindig machen zu können, um Informationen gewinnen zu können. Aber wie gesagt, es geht jetzt wieder um Informationen. Geld sammeln, am besten so viel, dass man sich ein UAV leisten kann, um dann weiter pushen zu können. Oder man macht jetzt weitere Bounty-Aufträge und nutzt das als Radar und geht damit effektiv Fights ein.
Und in der Zwischenzeit, wo jetzt hier nicht so viel passiert, wobei da haben wir jetzt wieder den Fight gegen die Jungs da auf dem Dach, will ich aber nochmal aufmerksam aufs Auto machen. Wir haben jetzt gerade kein Auto, haben unser LTV ja eben verloren, aber LTV, wie schon erwähnt, ist sehr stark, auch für Solos, und versucht deswegen, euch bewusst zu machen, was man für Möglichkeiten mit dem LTV hat und wie man das wiederum zu seinem Vorteil nutzt. Ihr wisst, es geht im Shooter immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Das kann sehr gutes Aim sein, das kann sehr gutes Movement sein, das kann Game Sense sein, das kann Map-Kenntnisse sein, das kann also ganz viel sein. Es kann aber auch, in dem Fall, gerade im Solos mache ich das total häufig, eben ein Fahrzeug sein. So, jetzt hat man aber oft Fights im Fahrzeug und da spielen gewisse Sachen eine Rolle, dass man die schnell kann. Wie zum Beispiel Positionen, also Sitze wechseln, also dass man seine Tasten so beindet, dass man schnell seine Position wechseln kann. Dass man den Knopf so beindet, dass man sich rauslehnen kann, um zu schießen. Aufs Dach klettern habe ich jetzt, glaube ich, selbst noch gar nicht gebindet. Sehe ich jetzt nicht für so sinnvoll an. Aber es ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen, dass wenn man die Position wechselt, dass welche Position wechselt man dann zuerst. Also wechselt man rüber auf die Beifahrerseite, weil wenn man das macht, man wechselt rüber und steigt dann aus, dann steigt man auch auf der Seite aus. Steigt man auf der Fahrerseite aus, steigt man nach links aus. Logisch, ne? Macht Sinn. Ist aber wichtig für den Zweikampf. Ich hatte schon oft die Situation, dass einer irgendwie auf einem offenen Feld vor mir war, links von mir als Fahrer, links, und ich bin dann ausgestiegen und stand dann direkt vor ihm. Was macht man dann besser? Man wechselt erst den Sitz, steigt dann aus, hat nämlich dann das Fahrzeug kurz als Deckung. Das sind dann wieder diese Kleinigkeiten, die man in so Stresssituationen irgendwie verarbeitet kriegen muss. Und dabei hilft es halt einfach, oft im Fahrzeug zu fahren, das oft zu nutzen, oft Sitze zu wechseln, auszusteigen, beziehungsweise dann wieder einzusteigen und das alles in seinen Muscle Memory aufnehmen zu können. Und genau, also das ist wirklich ein sehr wichtiger Tipp. Lernt mit Fahrzeugen umzugehen. Seid aber gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich. Also mit RPG und so Geschichten und C4 muss man auch aufpassen. Ne? Ihr seht, wir haben hier jetzt ein bisschen Zeit verschwendet. Wir haben da versucht, oben die auf dem Dach zu pushen, hatten aber nicht genug Geld. Also sind hier so ein bisschen stuck. Entscheiden uns aber jetzt gleich dafür, rüber zu gehen, weil wir zwischenzeitlich der Meinung waren und mitbekommen haben, dass da eigentlich clear sein musste. Und eben Gasmaske habe ich hier übrigens markiert, auch sehr wichtig. Ne? Gasmaske und Wiederbelebungskit, gerade fürs Endgame hat das nochmal deutlich mehr Bedeutung, als es, ich finde, in Wiederauferstehung hat. So, wir haben jetzt eine feindliche Drohne über uns, ihr kennt das, für die Anfänger. Der Rahmen, der rote Rahmen ums Radar zeigt dir, dass ein feindliches Radar über dir ist, dass du womöglich, wenn du keinen Geist hast, auf dem Radar sichtbar ist. Ich habe hier mein kleines Portable Radar wieder genutzt, um zu gucken, mir fällt der Name gerade nicht ein, Portable Radar heißt es, glaube ich, nicht, um zu gucken, ob jemand in der Umgebung ist, damit wir jetzt relativ sicher in diese Highground-Position gehen können. Wir hören jetzt aber Steps unter uns und jetzt kommt wieder so ein Tipp. Wenn ihr so eine Vorteilsposition habt wie High Ground, dann dürft ihr auf keinen Fall diesen verlassen, auch wenn man dazu geneigt ist. Ich selber, mir passiert das immer wieder, ich setze dann vielleicht gute Shots und komme dann auf die Idee, push ihm hinterher, um ihn zu finishen. Wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr euch aber sehr gut abstimmen, dann müsstet ihr sagen, komm, ich habe ihn genockt, ich springe jetzt runter, komm mit, ne? Dann müsst ihr ganz eisern sein und ganz laut sein und das ganz klar callen, dann würde in dem Fall 60 auch mit runterdroppen, aber es ist ja, macht ja keinen Sinn. Ich habe hier die absolute Vorteilsposition und die unter uns, die können ja auch nichts machen, also es ist ja die umgekehrte Reihenfolge wie vorhin. So, und was macht man jetzt als Gegner, die unten sind? Wenn man kein Prezi hat, kann man nicht viel machen. Wenn wir so eisern unsere Vorteilsposition handeln, und ich habe in dem Moment schon zu 60 gesagt, ich wette mit dir, gleich wird einer einen Winkel suchen. Und er kann aber nur einen Winkel suchen, indem er den Spot direkt unter uns verlässt. Das heißt, er wird mindestens einer, wenn es nur einer macht, ist es eigentlich schlecht, sich jetzt trennen, rauslaufen und den Winkel suchen. Das kann man ganz klar predikten. Und die haben übrigens Geist, ich sehe sie nicht. Und jetzt gleich werden wir sehen, dass genau das passiert. Jetzt höre ich die Steps unten. Und sehe ihn. Und sage meinem Kollegen das an. Er kann ihn finishen bzw. holen. Und es ist genau das passiert, was ich vorhergesagt habe. So, und da haben wir ihn gesehen. Und
Soweit ich mich recht erinnere, haben wir auch vermutet, dass das der Solo ist, der gerade unter uns war. Ne? Das heißt, er ist jetzt dahin gegangen. Warum? Weil er wahrscheinlich looten will. Er braucht Geld, um sein Mate wiederzuholen. So, das heißt, er wird als nächstes zum Shop gehen. Und deswegen, ja, und ich habe ihn da leicht verpasst. Ne? Leider. So, aber genau das ist passiert. Wir wussten das. Wir haben uns da geärgert, dass wir es verpasst haben, weil es war so vorhersehbar. So, und wir haben jetzt hier eine Weile verbracht und da unten habe ich ihn schon laufen sehen. Meine ich zumindest, unten links. Und sehe jetzt dort seine Waffe rausblitzen. Warte auf den Moment, dass er sich irgendwie zeigt und kann ihn jetzt holen. Und jetzt kommt der Call von mir. Wir pushen ihn jetzt, wir pushen ihn jetzt. Oder ich habe gesagt, ich pushe. Habe links jetzt gleichzeitig den anderen gesehen. Finde ich ihn also nicht. Habe erstmal Fokus auf den anderen. Habe aber auch geschrien, komm mir helfen, komm mir helfen. So, er schießt auf ihn. Ich kann ihm aber wiederum Shots setzen. Jetzt haben wir 2 gegen 1. Weil ich runterdroppe, kann ich ihn natürlich auch in einem holen. So, jetzt gehe ich hier in Deckung. Er hat einen schönen Repeat gemacht. Patrick switcht meine Position und ich kann jetzt aber Patrick wieder unterstützen. Also das ist auch ein Thema. Händchen halten als Duo, wenn man weiß 2 gegen 1, gibt dem Gegner nicht die Möglichkeit 2-1 gegen 1 auszuspielen. Genau das haben wir gemacht. Ich habe mich gezeigt, er hat auf mich geschossen, ich bin zurückgegangen. Patrick ist in dem Moment für mich rausgerutscht, konnte ihn leider nicht holen, der war stark, der Gegner. Ich bin dann aber auch direkt wieder raus und konnte ihn holen. Also immer die Vorteile, die man hat, kennen und diese nutzen. Jetzt haben wir hier den klassischen Fehler gemacht, wir haben zu lange gebraucht. Third Party war absolut klar. Aber wir sehen jetzt auch, die Zone ist da. Wir haben zwar noch 1 Minute 30, bis sie schließt, aber in dem Moment haben wir uns ganz klar dafür entschieden, wir hauen jetzt ab, wir gehen jetzt die Third Party hier nicht ein. Wir suchen das Weite, wir suchen uns ein Fahrzeug. Auch wenn das kein gutes Fahrzeug ist, kein gepanzertes Fahrzeug, trotzdem sind wir damit in der Lage, schnell von A nach B zu kommen. Auch ist das schon relativ beschädigt, also ein gewisses Risiko gehen wir hier. Ihr kennt es, ich rede immer vom Thema Risk Management. Was sollen wir machen? Wir könnten natürlich den Fight auch da eingehen und dann, da läuft übrigens einer rechts zu Fuß gehen, aber das wäre für mich ein größeres Risiko, als einfach hier am Zonenrand sich jetzt mit dem Fahrzeug vorzutasten und zwar zum nächsten Fahrzeug, zum LTV, den sehen wir hier. Auch hier könnte natürlich jetzt jemand sein, klar, deswegen bin ich hier kurz ein bisschen langsamer gefahren, das ist übrigens auch ein Riesenvorteil vom Fahrzeug. Ihr habt die Sicht der Third Person. Das heißt, ihr könnt über Hügel drüber gucken, ohne euch zeigen zu müssen. So, der Plan ist hier voll aufgegangen und das möchte ich euch mitgeben. Moved immer am Rand der Zone in eine neue Power-Position, beziehungsweise in eine neue Position, von der aus ihr dann in Ruhe so ein bisschen planen und aufbauen könnt. Es ist hier immer die Gefahr, dass hier Leute jetzt noch sind. Aber die Gefahr jetzt links von mir, der Zonenkreis schießt ja gerade, dass da welche sind, ist relativ gering. Und wenn, sind die sehr unter Druck. Das heißt, wir fahren jetzt so, dass wir uns schön in eine Richtung konzentrieren können und somit einen gewissen Überblick schaffen können. Jetzt machen wir Folgendes. Wir sind immer noch am Rand der Zone bzw. am Rand der Karte. Also jetzt ist unwahrscheinlich, dass einer hinter uns ist und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass einer links von uns ist, beziehungsweise das ist komplett ausgeschlossen. Da kann es nämlich nicht sein. Jetzt versuchen wir einfach erstmal einigermaßen Deckung zu suchen. Wir sehen, dass da einer reindroppt. Am Rand der Karte ist auch nicht ganz im Kreis. Aber um uns so jetzt einfach einen Überblick zu verschaffen fürs Endgame. Und wir wissen, es leben immer noch 18 gegnerische Spieler, beziehungsweise 10 gegnerische Teams. Das ist relativ viel. Und die Zone, und da mache ich mal kurz Pause, wie der Zonenkreis aktuell aussieht. Das, was ich jetzt hier meinte, wir sind hier oben lang gefahren und hatten hier die ganze Zeit keine Gegner. Auch hier waren keine Gegner, die hatten ziemlich sicher auf uns geschossen. Das heißt, dass hier jetzt jemand ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben uns aber jetzt eine Art Deckung gebaut zu Prison hoch und zu da. Also dieses Dreieck, sage ich jetzt mal. Hier finden gerade die Fights statt. Das ist schon mal die Information, die wir gewinnen konnten, allein durch die Autofahrt. So, jetzt versuchen wir zu überlegen, was machen wir jetzt am besten, weil Problem ist, hier oben ist High Ground, das heißt, das ist die beste Power-Position. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass entweder hier oder im Prison Gegner sind und wir wissen zu 100%, dass hier Gegner sind. Das heißt, für uns gilt es jetzt herauszufinden, sind auf Prison Gegner oder sind die hier oben? Wenn die nicht hier oben sind, sondern nur auf Prison, dann müssten wir den Zeitpunkt finden, um auf die beste Position zu gehen, weil wir glauben, dass irgendwo hier, ich sag mal, in diesem High Ground, auf diesem Hügel die Zone enden wird. Aus der Erfahrung, aus dem Gefühl, sage ich mal, heraus. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach, ja, den perfekten Zeitpunkt zu finden, um zu moven. Was wir auch machen, wir setzen uns einen Marker auf die Position in der Zone, auf die wir wollen, einfach um dieses Kartending zum räumlichen Ding zu verbinden, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen in der Stresssituation. Und jetzt warten wir einfach ab, moven, wir versuchen in Bewegung zu bleiben und versuchen einfach irgendwie Informationen zu gewinnen. Sind da Gegner? Wo sind Gegner? Wir nehmen jetzt hier wieder unser LTV,
als mögliche Deckung, beziehungsweise haben uns dazu entschieden, jetzt noch weiter vorzufahren zu dem Stein, um zu gucken. Sehen wir welche oben auf Prison, da oben, ganz oben drauf. Ist natürlich alles immer mit dem Risiko verbunden, klar. Ich glaube, ich habe da oben sogar gerade schon was gesehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so gut dran erinnern. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, wie eben schon erklärt, diese Powerposition da oben einzunehmen, weil wenn wir da zu spät hingehen, haben wir gar keine Chance. Das heißt, wir müssen da irgendwie hin. Und auch jetzt ist es wieder ein Riesenvorteil, dass wir den LTV haben, weil da jetzt zu Fuß hochzugehen, wenn da oben welche sind, ist deutlich schwieriger. Man kann es zwar dann unauffälliger machen, klar, das Fahrzeug ist immer auffällig, aber deutlich schneller und mit mehr Schutz. Also das ist immer so eine Abwägung. Ich fühle mich hier in dem Moment mit dem Fahrzeug viel sicherer. Wir haben Deckung, wir kommen schnell von A nach B, relativ gut geschützt. So. Jetzt hören wir da oben Shots auf Prison. Das ordnen wir als Prison ein. Da hinten wird hier jemand wieder gekauft. Es leben also jetzt noch 11-2, also 9 gegnerische Spieler und 6 gegnerische Teams. Auch das immer so versuchen, im Endgame so ein bisschen mit einzubauen. Immer ein Situationsbewusstsein aufbauen. Und die Game Sense nutzen im Sinne von auch Radar abchecken, Umgebung abchecken, was habe ich für Granaten noch dabei und so Sachen, wie kann ich das zum Vorteil nutzen. Jetzt kommt eine spannende Situation, ich spule ganz kurz zurück. Und zwar habe ich hier die Karte wieder geöffnet. Und jetzt kommt etwas, was ich auch in meinem Einsteiger-Guide schon mal erklärt habe. Und zwar muss man ein bisschen verstehen als Einsteiger, wie die Zonen schließen, beziehungsweise wie sie jetzt aufgebaut sind. Wir sehen hier den neuen Zonenkreis und wir wissen, dass gleich die Zone schließen wird. Und dieser neue Zonenkreis ist ja außerzentrisch. Das heißt, er ist ja mehr an dem linken Rand des roten Kreises als am rechten Rand. Das heißt, in diesem Bereich hier wird die Zone deutlich schneller schließen als hier. Das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass es außerzentrisch ist. Das heißt, wir sind uns in dem Moment durchaus bewusst, dass wir jetzt schnell moven müssen gleich. Wir haben jetzt zwar noch 40 Sekunden, wir können uns aber nicht zu viel Zeit lassen. Und mit der Information, die wir jetzt ja über die ganze Zeit gesammelt haben, dass die rechts von uns sind und höchstwahrscheinlich auch Prison und in dem Spot, den wir uns oben markiert haben, gelb, höchstwahrscheinlich keiner. Jetzt lehne ich mich aus dem Fahrzeug raus. Thema Fahrzeug kennenlernen, ne? Tastenzuweisung, ich steige schnell aus. Für den Fall, dass hier einer close gewesen wäre, dass wir direkt 2 Winkel gehabt hätten. Er sieht jetzt auch einen, ich sehe einen, so. Und er kann ihn knocken, ich kann ihn holen. Somit haben wir die Ecke auch schon mal geklärt. Wir wissen also jetzt ganz klar, rechts von uns ist was und in Prison ist was. Es kann immer noch die Gefahr bestehen, dass unter uns einer ist und sich irgendwie hochschleicht. Das besprechen wir jetzt auch gleich. Wir sagen, guck mal, du guckst links, ich guck rechts. Ich bleibe hier die ganze Zeit in Bewegung, weil ich immer Angst vom Sniper-Shot habe. HDR ist One-Shot-Headshot. Habt das immer im Hinterkopf. Sonst habt ihr was anderes im Hinterkopf. Ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall wichtig. Also ich bleibe da lieber in Bewegung, als da sneaky zu sein und mich im Busch zu legen. Das ist Call of Duty einfach nicht. Das führt meistens zu nichts. Ja, 60 bleibt hier in der Deckung vom Fahrzeug. Ich bleibe ein bisschen rechts. Wir stimmen uns so ein bisschen ab. Und er hat da wohl was gesehen. Ich habe mitgeguckt. Ich gehe wieder zu meinem Spot zurück. Und höre jetzt Steps unten. Sag ihm das an. Markiere, wo ich es ungefähr gehört habe. Feindbewegung im Einsatzgebiet. Sehe ihn. Er kann jetzt auf ihn schießen, ihn finishen. Und ihr seht, wie ich ständig mich immer umdrehe und gucke, ne, wie viel leben jetzt noch. Jetzt leben immer noch 5 Leute, beziehungsweise 4 Teams. Macht euch das immer regelmäßig bewusst. Wir sehen, jetzt kommt noch ein kleinerer Zonenkreis. 60 versucht jetzt mit dem Fahrzeug, das schon mal so zu positionieren, dass wir wieder mehr Deckung haben, dass wir gleich besser in der Zone sind. Es ist jetzt wirklich eigentlich nur Positioning und herausfinden, wo sind die Leute. Und dann ist das auch mit den Kills. Das ist jetzt kein High-Kill-Game, das gebe ich zu. Aber darum soll es hier jetzt auch nicht gehen. Das kommt ganz von allein. Es gibt dann Runden, wo man High-Kills hat und dann auch noch gewinnt, wo man High-Kills hat, wo man nicht gewinnt, trotzdem eigentlich alles richtig gemacht hat. Auch hier war es eine Glückssache, dass wir jetzt so moven konnten, wie wir moven konnten. Wäre da vielleicht ein Team, was ein bisschen besser gespielt hätte, gerade die in Prison, die hätten diesen Spot, wo wir sind, hier viel früher einnehmen müssen, dann hätten wir da echt fast keine Chance gehabt. Da kann man dann auch nicht viel machen. Also es ist immer so ein bisschen, Glücksspiel, ne? Also 3 Teams leben jetzt noch und 3 Gegner. So, 60 hat hier nochmal schön aufgeräumt. Ich sehe ihn. Keine Ahnung, weil ich auf ihn nicht drauf war. Kriege aber gleichzeitig von links Shots. Hab jetzt aber die Deckung durchs Fahrzeug. Schon wieder ist das Fahrzeug extrem wichtig gewesen. So, den konnte 60 holen, den rechts. Und jetzt habe ich den Winkel geöffnet. Ganz typisches Shooter-Beispiel. Ich wusste, wo er ist, weil als ich ihn hinterm Fahrzeug gesehen habe und konnte dann einen weiten Winkel nehmen und ich wusste auch nur noch, dass es einer ist.
und ihn dann somit holen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen hoch, Abo und Kommentar da. Es ist nicht mehr weit bis zu den 1000 Abonnenten, also seid gerne Teil der Reise. Es ist für mich der erste große Meilenstein, würde mich riesig freuen. Vielen Dank dafür, wenn ihr es macht. Ansonsten, wenn ihr absolute Anfänger seid und so einen Einsteiger-Guide sucht, jemand, der euch an die Hand nimmt und alles mal so anreißt und erklärt, damit ihr direkt loslegen könnt, dann empfehle ich euch jetzt unbedingt dieses Video.